Für die Krankheit selber haben wir eigentlich nicht viel gedacht. Am Anfang hat es ja geheißen, die Jungen greifen es nicht so an. Dann passiert nicht viel. Am 1. Dezember haben wir einen Fieber gehabt. 4 Tage war ich daheim und danach sind wir in die erste Hilfe. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß dann erst, dass ich in Bozen aufgewacht bin. Ich habe ihn eigentlich oben abgegeben in der ersten Hilfe und dann meinte ich, kann ich nach einer halben Stunde wieder mitnehmen. Ich so, der schauen sich jetzt um, woher das Fieber kommt und kriege vielleicht eine Infusion oder ein Medikament oder etwas und dann darf ich ihn mitnehmen. Und dann musst du ihn schon einmal allein einlassen. Er ist ja volljährig, aber es ist mein Kind, es bleibt mein Kind. Und dann lässt du den Bub allein reingehen und der Gallin kriegst Telefon, er muss da bleiben. Und dann ist das von einem Ding auf dem anderen allerweil schlimmer geworden. Die Blutvergiftung nicht gewusst, woher. Die Herzmuskelentzündung ist nicht gekommen, das Herz tut nicht mehr mit. Die Organe haben fast versagt. Das sind alles Situationen gewesen, wo man einfach überfordert ist in dem Moment. Und wirklich Leute betet und betet und betet. Den haben wir gestern übernommen vom Krankenhaus Brixen und mit einer ganz schweren Kreislaufversorgung und wo wir jetzt mit viel Aufwand über Nacht einmal stabilisieren können. Also es macht uns jetzt stimmt uns erfreulich. Hoffen wir, dass sich das ausgeht. Er hat dann praktisch einen Maximalaufwand für Intensivtherapie mit Nierenersatztherapie, unzählige Medikamente für Kreislaufunterstützung, spezielle Beatmung-Überwachungssysteme. Also das ist sozusagen so die High-End-Versorgung, was die Intensivmedizin hergibt. Und er ist deswegen da, weil nicht ausgeschlossen war, dass man ihn mit der mechanischen Kreislaufunterstützung, sprich mit einer ECMO, unterstützen muss. Aber das schaut jetzt mal so aus, wie wenn das konservativ gehen würde. Und wir haben dann auch von jedem Arzt gehört, der Daniel ist jung, der Daniel ist stark, der Daniel ist ein Kämpfer, er packt es. Aber natürlich, bis man den Kampf nicht besiegt hat, hast du halt nicht die 100%ige Sicherheit gehabt. Ich staune, wie viele Leute sich da interessiert haben und gebetet haben mit uns und Kerzen angezündet haben. Und also man hat schon gesehen, man hat Freunde in der Situation. Einfach das Reden. Reden mit den Ärzten, das Reden mit den Freunden. Und ich muss sagen, ich habe wirklich das Beten wieder gelernt. Okay, passt. Ich putze gleich mal die Sonne und schauen. Ja, okay. Das ist ein Spezial, eine TEE-Sonde und mit dem kann man sozusagen ganz genau die Funktion von der Herzleistung monitieren. Wir haben zwar wirklich gedacht, alle Tage in der Früh anrufen zu fragen, wie die Nacht war. Jeden Tag Nachmittag hat mir der Doktor angerufen und gesagt, jetzt geht das Medikament weg oder jetzt setzen wir das ab, jetzt müssen wir das nehmen. Wir haben wirklich also vom Menschlichen, vom Herzlichen her, muss ich sagen, also top, die Covid-Station drinnen. Einfach mit Liebe arbeiten die Leute kommen für. Und das Gefühl haben sie uns eben weitergeben, sie kümmern sich um den Daniel. Und mir ein Harenkatheter geht dann einfach einmal eingepackt. Also heim bin ich jetzt zusätzlich eben da, weil er in der Nacht gekommen ist, weil er ein Kardialproblem hat. Und ihn ein bisschen im Detail umzuschauen. Er hat ein schweres Herzproblem, also eine Entzündung von Herzmuskel. Das machen Viruserkrankungen, das kann jeder Virus machen, das sieht man allen wieder. Und man sieht jetzt schon, dass das gehäuft auftritt. Also sowohl bei ihm als auch bei einem Jungen, den wir letzte Woche da gehabt haben, scheint es so, als ob es durch den Corona ausgelöst eben eine Herzmuskelentzündung entstanden ist und bei ihm in dem Fall gar nicht die Lunge befallen hat. Die Fälle häufen sich ein bisschen, gerade bei den Jungen. Und ja, also es trifft leider nicht nur die Älteren. Was wir miterleben, also wenn die Angehörigen dürfen jetzt ja einer, wenn es Patienten ganz schlecht geht, und eigentlich jeder Angehörige sagt dann, na, so schlimm hätte man nicht gedacht, dass es so ist. Also das merkt man schon, dass da dann, wenn sie das live sehen,
das ganz andere Wirkung hat, als wenn man es natürlich in der Zeitung liest. Ne? Mittlerweile ist das ja recht schwierig, oder? Man sagt auch, das, was in der Zeitung steht, stimmt nicht. Oder? Und das merkt man dann schon, wenn die dann da herinnen sind, da sind sie ziemlich geflasht auch von der Situation, dass es wirklich die Realität ist eigentlich. Und die erste Erleichterung ist gekommen am Mittwoch in der Früh, wenn ich angerufen habe. Haben es geheißen, es geht aufwärts, er ist jetzt stabiler. Sie können langsam anfangen mit den ganzen Medikamenten und mit Intubieren und das alles ein bisschen rückwärts zu gehen. Dann ist es noch ein bisschen aufwärts gegangen und am Donnerstag war die Erleichterung, dass er aufgewacht ist. Ich habe mir mal nicht ausdrücken, wo ich überhaupt bin. Und so eine Weile noch nicht richtig mitgekriegt, dass ich in Bautzen bin. Und eigentlich gar nicht. Ich habe mir halt die Doktorzeichen mit den Vollanzügen und alles, aber mehr weiß ich nicht mehr. Und nein, er hat uns gekannt. War schon ein bisschen überrascht, ist mir viel gekommen, dass wir da mit den Astronauten mal durchgekommen sind, aber er hat uns gekannt, er hat geredet mit uns und ja. Heim wollte ich schon einmal ein gescheites Bett. Meine Ruhe haben, wenn wir die Maschinen hören. Kein Nachbar, der was die Nacht wieder aufwacht und miteinander schreit oder miteinander geht. Aber also die Station, die ist Gold wert. Wir waren auch jetzt drinnen, wenn wir Visite gehabt haben, um ein kleines Danke abgeben. Wir sind einfach gefühlt da drinnen, da wird eine Ruhe ausgestrahlt, aber sie haben ihren Rhythmus drinnen, sie haben ihre Arbeit zu machen, sie machen es mit Liebe und das ist einfach Gold wert. Wenn ich da drinnen liege, als Außenstehender kriege ich das nicht mit. Gell? Und auch wenn wir ihn besuchen gegangen sind, oder die ganzen Automaten, wo da halt die Apparate was gewesen sind, da piepst und Sam piepst und da rennt jemand und Sam rennt jemand. Man hat ja gar keine Ahnung, was die alles leisten, das sage ich ehrlich. Ich muss halt sagen, ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass er so aufgenommen worden ist drinnen. Also steht man nicht mehr. Das ist sicher.